but I have no idea what it looks like. Don't worry. It actually works out pretty well with the GoPro. Battery is dead, need to... Maybe need to clean the contacts, Yeah. because this is definitely not flat, right? This 86 battery. It could be pretty flat, I'm not sure. It was a while and last time I used it. But last time I was here, it started quite perfectly. Let's try it again. If not, we might use your card for jump starting. Yeah, sure. Liebe Sunny-Freunde, mit diesem Video möchte ich euch zeigen, dass mein neuer Nissan B12 auf jeden Fall auch erhaltenswert ist. Schauen wir uns erst einmal von außen an. Der Wagen ist gerade frisch gewaschen, deswegen sieht er jetzt besonders schön aus. Zunächst mal, was sind die schlechten Seiten? Zunächst mal die Farbe, gefällt mir absolut nicht. Das Grau ist, finde ich, deutlich schöner. Aber wenn wir es uns genau anschauen, sind alles die originalen Karosserieteile, keine Teile getauscht. Sehr wenig Rost auf der äußeren Karosserie, nur ein kleiner Rostfleck auf der Fahrertür. Und ja, absolut beulenfrei und sehr wenige Kratzer. Also wenn wir uns den Lack im Detail anschauen, man sieht es auf dem Kamerabild wahrscheinlich nicht wirklich, er ist sehr matt, glänzt nicht wirklich, aber er hat noch die Orangenhaut wie ab Werk. Ich nehme an, dass er nicht viel poliert worden ist in seinem Leben, was denke ich auch ganz gut sein kann, denn so muss ich ihn wahrscheinlich nur einmal polieren und die Lackdicke ist noch ausreichend. Und hoffentlich sieht man es auf dem Kamerabild. Man kann ganz gut erkennen, dass es so gut wie gar keine Beulen auf der Karosserie gibt. Selbst auf dem Dach kein Hagelschaden und vor allem kein Sonnendach. Auf dem Dach gibt es ein paar kleinere Lackmängel, so Vogelscheiße, Lackmängel, wo der Lack ein bisschen angegriffen ist an der Stelle und auf der anderen Seite, aber das hat der graue Pollux auch. Die Windschutzscheibe ist noch intakt, die Dichtungen um die Windschutzscheibe sind zwar ein bisschen eingegangen, haben leichte Alterungsspuren, aber sind immer noch okay. Und Rost habt ihr ja schon die Bilder gesehen, Rost gibt es auch nicht viel. Die Qualität der Stoßstangenlackierung ist sehr mangelhaft. Ich habe festgestellt, dass die Stoßstangen wahrscheinlich bei montiertem Fahrzeug lackiert worden sind. So ist Sprühnebel am Unterboden und die Metallstreben, mit denen sie festgemacht sind, sind mitlackiert worden. Aber na gut, das sieht man erstens nicht und Stoßstangen sind wirklich das kleinste Übel. Ansonsten sind sie noch relativ kratzerfrei. Hier unterhalb der Fahrertür, an der Fahrertür haben wir eine kleine Roststelle im Lack.
Ich denke, das wäre mit einem Lackstift noch ganz gut machbar. Ein paar kleine Kratzerchen hier und da, aber ich denke, das lässt sich durch Polieren größtenteils beheben. Ich habe vor, den Wagen jetzt erstmal ein bisschen zu polieren und dann schauen, wie er aussieht. Rostmäßig, naja, auch eher ein Negativpunkt. Hier kleine Rostlöcherchen, die mit Spachtelmasse abgedeckt waren. Und besonders nervig, der ganze Schweller war mit schwarzem Unterbodenschutz überlackiert. Man sieht die Reste noch ein bisschen. Ich habe einen Großteil mit Nitroverdünnung schon abgewaschen. Hier im vorderen Bereich und auf der rechten Seite ist es noch voll da. Naja, aber alles machbar. Die Türen hängen nicht durch und im Innenraum gerade sehr chaotisch, Entschuldigung, aber alles vollständig und wenig Kilometer und wenig Gebrauchsspuren. Das Lenkrad hat wenig Abnutzungsspuren, das Armaturenbrett glänzt nicht so speckig und ja, alles in allem sehr solider Innenraum, gut erhalten, denke ich, wenig Gebrauchsspuren. Schon ein bisschen besser als bei Pollux. Unter der Haube ein Standard E16i Motor, nichts Besonderes. Was mir aufgefallen ist, sehr schlecht gepflegt, das Öl war total schwarz und voll mit irgendwelchen Zeugs. Nach dem Wechsel, 50 Kilometer später, war das Öl bereits wieder tiefschwarz. Aber na gut, wird der E16i schon mitmachen, denke ich. Ich nehme an, dass mal die Zylinderkopfdichtung gewechselt worden ist, da die Schrauben am Zylinderkopf alle mal so aussehen, als wären sie mal aufgemacht worden. Und ein weiterer Indiz dafür ist, dass ich im Kühler recht viel Ölschlamm gefunden habe. Ich nehme an, da war mal die Zylinderkopfdichtung defekt. Ich werde es auf jeden Fall beobachten, schauen, ob ich noch Kühlwasserverbrauch habe. Und hoffentlich ist die Kopfdichtung noch in Ordnung. Das Thermostat ist so dauerhaft halb geschlossen, deswegen, wenn ich im Stau stehe, läuft er leider heiß. Und das neue Thermostat habe ich vor 2 Wochen bestellt. Wird hoffentlich bald da sein. Rostmäßig sieht es im Motorraum sehr gut aus. Hier ist kaum was zu sehen. Und die Dome sind auch okay. Der Motorraum arg verdreckt, aber das kann man alles putzen. Die Dome hinten würde ich euch auch gerne zeigen, allerdings sind gerade die Abdeckungen drauf. Ich habe es mir angeschaut, leichter Rost, nichts Wildes. Ein paar kleine Schweißarbeiten werden wohl notwendig, aber im Vergleich zu dem, was man sonst kennt, wirklich harmlos. Im ersten Schritt der Lackpflege nach dem Waschen natürlich werde ich erstmal etwas Reinigungsknete verwenden. Das funktioniert wie folgt: Man sprüht ein bisschen von dem Zeugs auf, von dem Gleitmittel, und geht dann mit der Knete, nachdem man sie mal ein bisschen durchknetet hat, ein bisschen über den Lack und wischt quasi den Dreck auf. Der Lack, der dann zurückbleibt, fühlt sich schon mal sehr glatt an und ist perfekt vorbereitet für die Politur. In dem Bereich hier habe ich den Lack bereits ein bisschen poliert und gewachst und man sieht sehr schön, wie der Tiefenglanz sich wieder herstellen lässt. Schritt 2 ist jetzt das eigentliche Polieren. Nach viel Ausprobieren nehme ich so einen Polierschwamm und wische damit oder poliere damit das ganze Auto von Hand. Meiner Erfahrung nach funktioniert das bisher am besten und am schnellsten und sieht dabei noch auch ganz gut aus. So, ich habe jetzt das Dach und die Hälfte der Motorhaube lackiert und wollte mal einen Vorher-Nachher-Vergleich machen. Bisher ist es nur Lackreiniger und noch kein Wachs oder Feinpolitur. Man sieht ganz gut, links, rechts gar keine Reflexion und links jetzt wenigstens ein bisschen was.